In diesem Video zeigen wir dir die Fertigung einer Innentasche, so wie sie in vielen Taschen bei uns verarbeitet wird. Also das ist jetzt die gleiche Vorgehensweise für die Crossbody, für die Saddlebag, für den Bucket Bag, für den Chopper und auch für die Business Bag. Wir haben jetzt hier die Innentaschenteile exemplarisch für die Business Bag, aber die Techniken sind genau gleich, nur manchmal die Teile oder die Größe der Innentasche ein bisschen unterschiedlich. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Die Fertigung der Innentasche ist grundsätzlich super einfach und meistens auch der erste Schritt bei eurem Projekt, sodass ihr alle Techniken, also das Kleben, das Nähen und die Kantenbearbeitung einmal üben könnt. Wir fertigen hier jetzt wie gesagt die Innentasche für die Business Bag. Ihr könnt aber genau nach dem gleichen Schema auch andere Innentaschen fertigen. Bei der Crossbody oder der Saddlebag zum Beispiel sind die Teile ein bisschen kleiner, sowohl Futter als auch Leder und eckig, also haben hier unten nicht diese abgerundete Ecke. Beim Chopper zum Beispiel ist ein Teil etwas größer und ein Teil etwas kleiner. Und bei der Bucket Bag zum Beispiel sind die Teile auch etwas kleiner und werden hochkant verarbeitet. Grundsätzlich, die Technik ist aber immer die gleiche. Ich zeige hier jetzt nämlich die Verarbeitungstechnik, die sich vor allem bei starrem Leder gut umsetzen lässt. Die ist nämlich die, dass hier oben an einem Teil wirklich Leder abgeschnitten werden muss und dann auf der Rückseite hier wieder angeklebt wird. Dann werden die Kanten schön bearbeitet von dieser Oberkante. Dann wird die Innentasche genäht und mit Kantenfarbe bearbeitet. Es gibt aber auch noch eine alternative Verarbeitungsvariante. Die kann man vor allem super nutzen, wenn das Leder etwas weicher ist. Und das wäre die Variante, dass man das Leder hier einfach umklebt. Das zeige ich dann gleich an der jeweiligen Stelle, wie vorgegangen werden würde. Aber grundsätzlich beides super easy. Einfach nur davon abhängig, welches Leder ihr habt und ob das Leder so weich ist, dass es sich leicht umkleben lässt. Oder ob das eher starrer ist, also ein stark gefinishtes Leder, ein Kaviarleder. Auch unser Glattleder ist ein bisschen starrer. Da würde ich eher abschneiden und auf der Rückseite ankleben. Das gibt ein schöneres Ergebnis. So, jetzt erstmal kurz die Frage, was brauchen wir? Einmal 2 Lederteile, dann die 2 Futterteile. Dann später natürlich auch Garn und Nadeln. Die Nadeln brauchen wir auch jetzt schon zum Verkleben. Natürlich den Kleber, Kleberspatel oder Pinsel und so eine kleine Unterlage. Und dann noch Kantenfarbe und Basecoat und die Ahle zum Auftragen. Das lege ich jetzt aber erstmal zur Seite. Wie gesagt, das brauchen wir später. Jetzt wird erstmal nur geklebt. Wir kleben jetzt den ersten Teil der Innentasche und danach auch den zweiten Teil. Dazu müssen wir erstmal entscheiden, was ist das Vorderteil der Innentasche und was ist das Rückteil. Bei eigentlich allen Innentaschen, außer bei dem Chopper, sind beide Teile identisch. Also hier bei der Business Bag zum Beispiel ist das zweimal das gleiche Teil. Und jetzt würde ich empfehlen, dass ihr euch einmal anschaut, welches Teil schöner ist. Wir nehmen nämlich manchmal Leder, was zum Beispiel kleine Unregelmäßigkeiten hat oder leichte Falten hat oder so für die Innentaschen, weil die ja nur innen in der Tasche sind und nicht so stark sichtbar sind wie eine Klappe oder ein Vorderteil von der Tasche. Und wir haben zum Beispiel auch hier, ich weiß jetzt nicht, ob man es in der Kamera gut erkennen kann, so eine kleine Stelle, wo so ganz kleine Narben und Kratzer sind. Das heißt, das würde ich als Rückteil verwenden. Das ist dann nämlich am Ende, wenn man sich jetzt auch mal die fertige Innentasche hier anschaut, dann zu einem ganz, ganz großen Teil hier verdeckt. Also man sieht es dann am Ende gar nicht mehr. Und dann kann man immer das Teil, was nicht ganz so perfekt ist, für das Rückteil verwenden und das schöne Teil für das Vorderteil. Wenn du eine Prägung hast, dann ist immer das Teil mit der Prägung das Vorderteil. Das ist natürlich auch ganz wichtig zu wissen. So, wir verarbeiten jetzt erstmal das Vorderteil, also lege ich mir das Rückteil zur Seite. Und hier, habe ich ja schon gesagt, machen wir es so, dass wir wirklich ein Lederstück abschneiden und auf der anderen Seite wieder ankleben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, es einfach nur umzukleben. Ich zeige jetzt, was ich damit meine. Also, wir möchten die oberen 4 Nahtlöcher umgeklappt oder umgeklebt haben. Das heißt, ich setze mir jetzt eine horizontale Linie hier, genau unter den Nahtlöchern, also in der Mitte von dem 1, 2, 3, 4, von dem 4. und dem 5. Nahtloch. Einmal hier. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite, dass es schön gerade ist. 1, 2, 3, 4.
Genau. Und ich markiere mir das einmal, muss man nicht unbedingt, aber macht es natürlich deutlich leichter, weil man dann einfach akkurater arbeiten kann. So. Das kann ich jetzt auch einmal hier auf das Futter übertragen. Ich lege mir das einfach hier bündig an beiden Seiten. Da muss ich gar nicht nochmal messen. Sondern kann ich das auch einfach mit dem Lineal nochmal abziehen. Aber man kann auch, ehrlich gesagt, da kommt es jetzt auch nicht auf 2-3 mm an. Ich würde sogar fast empfehlen, da noch ein bisschen mehr wegzuschneiden. Ich zeige gleich warum. Im ersten Schritt jetzt aber wirklich hier einmal das Leder abgeschnitten. Wenn man die Taschenvariante mit Umkleben machen würde, dann würde man hier jetzt nichts abschneiden. Dann würde man das wirklich nur gleich so umkleben. Ich schneide das jetzt kurz. Kann man natürlich auch mit dem Cuttermesser schneiden oder mit dem Rollschneider und dann einfach ein Lineal zu Hilfe nehmen. Hier werden auch dann noch die Kanten bearbeitet, von daher wird das später super akkurat. So, den Streifen hebe ich mir auf, den brauche ich gleich noch. Und jetzt wird das Futter hier bündig aufgeklebt und eben auch dieser Futterstreifen weggeschnitten. Ich schneide sogar ein bisschen mehr ab und ich sehe gleich, oder ihr seht gleich, warum. Es macht keinen großen Unterschied, aber jetzt so in einem Videotutorial kann ich das auch mal ausführlich erklären, warum es doch noch ein bisschen leichter ist. Also, den Futterstreifen schneide ich ab. Ich lege den zur Seite, weil wir brauchen den später noch. Bei fast allen Taschen wird der noch verwendet, um Desing-Einfassteile zu stabilisieren. So, und jetzt ist der erste Schritt, dieses Teil hier unten bündig aufzukleben. Das heißt, wir haben hier jetzt tatsächlich so eine Stelle, wo kein Futter aufgeklebt ist, aber man sieht gleich, warum das einfacher ist. Das mache ich jetzt einmal kurz im Schnelldurchlauf und dann sind wir gleich wieder da mit den 2 verklebten Teilen. So, jetzt habe ich einmal den Kleber aufgetragen. Jetzt wird das Futter unten bündig positioniert. Das ist sozusagen das erste Mal kleben, wenn man jetzt seine erste Tasche fertigen würde. Und daran kann man super auch das Kleben einmal üben. Ich lege das Futter jetzt auf, gucke, dass es wirklich überall an den Kanten schön passt, also an den Seitenkanten und der Unterkante. Streiche einmal so mit meinen Fingern drüber. Ich hämmer das aber noch nicht richtig fest mit meiner Faust oder mit einem Hammer, sondern ich warte ganz kurz noch, bis der Kleber so ein bisschen angezogen hat, weil wenn ich jetzt direkt drauf hämmern würde, dann würde sich der Kleber durchdrücken. Und wenn ich jetzt so ein bisschen fühle, und es fühlt sich jetzt auch nicht mehr feucht oder kalt an, könnte nämlich sein, wenn da zu viel Kleber drauf ist. Wenn ich merke, dass es eben nicht mehr irgendwie feucht oder kalt ist, dann kann ich auch so ein bisschen mit meiner Faust das Ganze noch genauer fixieren. Und diese Vorgehensweise ist eigentlich wirklich bei allen Taschen relevant. So, Nummer 1. Jetzt müssen wir noch diesen Innenstreifen von der Rückseite ankleben. Und jetzt sieht man auch, warum es ganz dankbar ist, wenn das Futter nicht bis zur oberen Kante sozusagen abgeschnitten wurde, sondern eben wie hier schon gezeigt, ein bisschen mehr als die Kante, die wir uns eigentlich angezeichnet haben. Denn dann müssen wir oben bei der Kantenbearbeitung nicht 3 Lagen Kanten bearbeiten, also Leder, Futter, Leder, sondern nur 2 Lagen Kantenbearbeitung, nämlich nur Leder auf Leder. Das heißt, hier werde ich jetzt nochmal Kleber auftragen. Ich kann mir das auch kurz hier markieren. Also ich könnte mir jetzt hier eine Linie setzen, dass ich das schön bündig aufkleben kann und dass ich auch weiß, wo ich den Kleber überall auftrage. Ich kann es aber auch so ein bisschen nach Augenmaß machen. Das ist meistens bei so kleinen Sachen auch, funktioniert das auch super. Also wieder ein bisschen Kleber auf meine Malerpalette, wie ich sie immer nenne. Hoppla. Dann nehme ich das mit dem Kleberspatel auf und dann streiche ich einfach von unten bis ganz nach oben zur Oberkante. Geht natürlich auch mit dem Pinsel, geht auch mit einem kleinen Kleberspatel. Das ist jetzt wirklich egal, die Vorgehensweise. Ich finde, nur mit dem großen Kleberspatel kann man auch gerade bei so langen Geraden sehr akkurat arbeiten. So.
Das haben wir hier. Wahrscheinlich könnte ich sogar noch ein bisschen mehr auftragen. Also hier gerade so in der Mitte könnte ich auch noch so 2-3 mm mehr Kleber auftragen. Muss aber auch nicht sein. Also das wird auch so ohne Probleme halten. Das ist auch eine Kante, die einfach ganz wenig Belastung hat. Von daher ist das kein Thema. Das gleiche mache ich jetzt einmal hier. Und hier in diesem Fall wirklich den Kleber bis zum Rand auftragen, also hier in den Längen. Das heißt über die Nahtlöcher, weil die Nahtlöcher, die haben keine Funktion mehr. Die werden ja gar nicht mehr genäht. Die sind einfach nur da. So, also mache ich jetzt einmal hier. Ich merke schon, ich habe hier ein bisschen Kleber an meinem... Ich muss es mal kurz hier abreiben. Ich habe ein bisschen Kleber an meinem Kleberspatel, den ich immer wieder mitziehe. So, jetzt ist es besser. Am Rand, an den kurzen Kanten, schaue ich, dass ich die Nahtlöcher freilasse. Denn da muss ich dann gleich durch 3 Lagen Leder nähen. Und das ist natürlich dankbar, wenn da nicht auch noch Kleber aufgetragen ist, durch den ich durchnähen muss. Man kommt aber auch anders durch. Im Zweifel kann man sich auch sonst mit der Ahle das Loch noch mal ein bisschen nachstechen. So, jetzt habe ich überall. Jetzt kann man das auch noch mal ganz kurz ablüften lassen, bis der Kleber so ganz kurz greiftrocken ist. Ich mache hier mal noch meine Krümel weg in der Zeit. Hier habe ich auch noch Kleberreste, die kann man dann so abrubbeln. Und jetzt warte ich noch ganz kurz, bis das 1-2 Minuten noch abgelüftet ist und dann können wir das bündig aufkleben. Der Kleber hat jetzt abgelüftet, der ist jetzt greiftrocken. Das heißt, wenn ich ihn angreife, habe ich keine Kleberrückstände an meinen Händen. Und das führt dann dazu, dass der Kleber gleich besser zusammenhält. Das macht man immer dann, wenn man 2 Schichten Leder miteinander verklebt oder 2 Stellen, wo auf beiden Seiten Kleber aufgetragen ist. Also nicht wie hier bei der Innentasche beim großflächigen Verkleben vom Futter. Da trägt man den Kleber ja nur auf eine Seite auf und lässt ihn auch nicht ablüften, sondern legt das Futter direkt vorsichtig drauf und drückt es dann immer mehr fest. Hier ist die Vorgehensweise ein bisschen anders. So, jetzt positioniere ich das einfach hier links und ich nehme einfach meinen Zeigefinger so zur Hilfe und führe das Leder so an der Oberkante entlang. Dann kann ich nämlich schauen, dass ich da bündig bin und dann klebe ich das einfach fest. Jetzt drücke ich nur mal kurz das fest, dass das alles auch gut hält. Und jetzt haben wir hier eine Oberkante, die jetzt mit Kantenfarbe bearbeitet werden muss, also Basecoat und Kantenfarbe, bevor man weiter nähen kann. Im Gegensatz zu der umgeklappten Variante ist das natürlich ein zusätzlicher Schritt, wo man auch nochmal Wartezeiten zwischendrin hat, was man vermeiden kann, wenn man die umgeklappte Variante nimmt. Also man stelle sich vor, das wäre jetzt das Lederstück gewesen, was wir bis hierhin mit Futter beklebt hätten. Ich kann es hier mal grob anzeichnen. Bis hierhin wäre jetzt das Futter drauf. Und wir würden jetzt einfach nur wirklich das Oberteil vom Leder umkleben. Also wir würden auch hier Kleber auftragen und auch hier noch auf die ersten 1-2 Zentimeter vom Futter und würden das dann so umkleben. Das ist die andere Verarbeitungsvariante bei einer Innentasche. Wenn das Leder weich ist, also ein genahtes Leder oder auch ein Velurleder oder so, dann kann man das super easy machen. Bei manchen Glattledern auch, bei anderen wiederum nicht. Das kommt auch manchmal sogar darauf an, welchen Teil der Lederhaut wir für die Innentasche zum Stanzen genommen haben. Also manche Teile in der Lederhaut sind ein bisschen beweglicher als andere. Insofern kann man das nicht mal pauschal für ein und dasselbe Leder sagen. Wir haben sogar hier in unserer schon fertigen Innentasche, die ich euch gerade schon im Intro ganz stolz in die Kamera gehalten habe, die umgeklappte Variante gewählt. Also so sieht das dann aus in der umgeklappten Variante und das ist das gleiche Leder. Also es war einfach ein beweglicheres Leder als dieses Leder. Insofern sind beide Verarbeitungsvarianten legitim. Ich würde einfach schauen, dass wenn ihr das Leder in der Hand habt und es so grob umklappt, habt ihr das Gefühl, dass sich das gut umklappen lässt. Wenn ja, dann würde ich es auf jeden Fall auch so einfach machen, das ist noch leichter. Wenn nein, würde ich im Zweifel lieber diesen extra Schritt machen, so wie hier, und das abschneiden und auf der Rückseite ankleben. Hier zum Beispiel kann ich es zwar umklappen, aber
ich merke schon einen deutlichen Widerstand. Also es ist schon ein bisschen schwerfällig. Und da würde ich im Zweifel dann lieber schneiden, Kanten bearbeiten. Das wird sauberer, wie so ein halb umgeklapptes Kleber, löst sich aber und hält nicht gut zusammen in der Tasche. Und deswegen haben wir hier die 2 unterschiedlichen Verarbeitungsvarianten. So, jetzt aber genug geredet. Nächster Schritt wäre, wie gesagt, hier einmal die Kantenverarbeitung der Oberkante mit Basecoat und Kantenfarbe. Und dann geht es weiter mit dem Nähen. Eine letzte Sache müssen wir aber vorher noch machen, die hätte ich jetzt schon fast vergessen. Und zwar das Bekleben des zweiten Innentaschenteiles. Wir haben ja nämlich hier noch eins. Und hier wird einfach das Futter vollflächig bündig draufgeklebt. Es wird nichts abgeschnitten, es wird nichts umgeklebt, es wird nichts irgendwo anders angeklebt, sondern einfach Kleber hier auftragen, kurz schauen, dass wir den Kleber überall gleichmäßig verteilt haben, dass wir keine Pfützen haben. Dann das Futter drauf positionieren, mit den Händen vorsichtig andrücken und dann immer fester andrücken, bis der Kleber so angezogen hat. Und dann geht es zum nächsten Schritt. Wie gesagt, der Kantenbearbeitung von der Oberkante, beziehungsweise wenn man die umgeschlagene Variante genommen hat und diese Kantenbearbeitung nicht hat, dann wäre der nächste Schritt schon das Nähen. Das zeige ich jetzt auch einmal, weil den Rest, den muss ich euch nicht jetzt im langen Prozess hier in der Kamera zeigen. Wenn dann genäht wird, näht man einmal diese Strecke hier, also sozusagen das U, von der oberen Ecke rechts zur oberen Ecke links oder umgekehrt. Ist egal wie rum. Nur ganz, ganz wichtig, wirklich, dass man diese Stiche hier mitnäht. Das habe ich schon öfter gesehen, dass das nicht gemacht wird, dass erst ab hier genäht wird, aber das ist nicht korrekt. Also wir wollen wirklich von da ganz oben nähen. Diese Oberkante lassen wir frei, weil damit wird die Innentasche später an der Haupttasche befestigt. So, also wenn wir diese Kante genäht haben, dann ist auch das erledigt. Und der letzte Schritt wäre dann die Kantenbearbeitung von eben genau dieser Kante, die wir genäht haben. Also einmal hier rundherum mit Basecoat und Kantenfarbe. Auch hier nochmal ein kurzer Hinweis. Wir haben hier auf der Rückseite Futter. Das heißt, wir wollen natürlich versuchen, das Futter nicht mit Kantenfarbe zu bestreichen. Aber wenn das doch mal passiert an einer Stelle, hier sieht man zum Beispiel auch eine kleine Stelle, dann ist das wirklich kein Weltuntergang, weil die Innentasche wird später, stellt euch vor, ich wäre jetzt das Taschenkörperrückteil so angenäht. Das heißt, diese Seite ist überhaupt nicht mehr sichtbar. Insofern ist es gar nicht schlimm und man schaut einfach nur, dass man halt die Kanten ordentlich bearbeitet hat, wenn man die von der Seite sieht, aber die Rückseite, auch wenn das Futter so minimal nach innen ausfranst oder so, das ist gar kein Thema, weil die Innentasche dann am Ende mit der Futterrückseite am Taschenkörper befestigt wird. Grundsätzlich ist das die Vorgehensweise. Ich hoffe, das hat euch geholfen bei der Fertigung eurer Innentasche. Ich hoffe, auch beide verschiedenen Verarbeitungsvarianten sind gut rausgekommen und waren verständlich erklärt. Und jetzt viel Spaß bei der Fertigung eurer Innentasche.